Je mehr Videos du dir zum Manifestieren anschaust, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du auch deine Ziele erreichst. Und in diesem Video erkläre ich dir ganz genau, warum das so ist und vor allem, wie du es ändern kannst, damit du endlich deine Träume leben kannst. Bist du dazu bereit? Wenn ja, dann viel Spaß mit dem Video. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und wie ich eingangs erwähnt habe, dieses Video kann sehr viel in deinem Leben verändern, vor allem wenn es um das Thema Motivation, Zielerreichung, Manifestieren, Loslassen, Frieden mit sich selbst und anderen, wenn es darum geht. Wir sprechen heute über den größten Irrtum des Manifestierens. Und es ist ein Irrtum, der sich ganz, ganz tief in einer Grundüberzeugung widerspiegelt, die über viele Jahrhunderte immer weiter vererbt worden ist und sich dadurch so sehr verhärtet hat, dass es wie eine unumstößliche Wahrheit gelebt wird. Wenn du dir Videos über das Manifestieren anschaust, dann wirst du sehr, sehr häufig diese Annahme, die ich dir jetzt hier in diesem Video zeigen werde, wiedergespiegelt bekommen. Das bedeutet nicht, dass die Intention derjenigen, die die Videos machen, irgendwie böse wäre, sondern einfach nur, dass sie selber diese Annahme nicht kennen. Sie haben sie einfach irgendwann gelernt und als Wahrheit gelebt. Und solange keiner mit einem Finger darauf zeigt und sagt, hey, könnte es nicht anders sein, vielleicht ist das ja nur eine Annahme, werden sie nicht in die Position gelangen, diese Annahme verändern zu können. Das heißt, dieses Video ist auch ein sehr großes Geschenk für dich, weil dieser Fingerzeig versuche ich zumindest heute mit diesem Video zu übernehmen. So wie vor 5 Jahren es bei mir übernommen wurde, was mein Leben gänzlich verändert hat. Das kann ich dir auf jeden Fall garantieren. Es wird nach und nach nicht mehr so sein wie davor. Es wird viel, viel freier und viel schöner sein. Die Frage ist also, warum du nicht oder warum du dich nicht kontrollieren musst, um dein Leben zu verändern. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich erstmal grundsätzlich über die vorherrschende Annahme sprechen, wie Manifestieren, aber auch generell Selbsthilfe und auch viele Therapieansätze verbreitet werden, weil sie alle unter der gleichen Grundüberzeugung leiden, die häufig nicht hinterfragt worden ist. In den meisten Manifestationslehren, auf die ich mich heute hier speziell beziehen möchte, ist es so, dass das vorherrschende Modell aussagt, dass du ein Problem bist. Und dieses Problem muss gelöst werden, wenn du wirklich ein erfolgreiches Leben leben möchtest. Und weil du das Problem bist oder weil in dir das Problem schlummert und zuständig dafür ist, dass du noch nicht deine Ziele erreicht hast, bist du in einer Position, wo du zum Beispiel permanent in Selbstbeobachtung und Achtsamkeit gehen musst. Du musst dich permanent selbst überprüfen. Was denke ich gerade? Was fühle ich gerade? Und musst halt auch immer im Prinzip versuchen, zumindest einzugreifen, wenn du der Meinung bist, dass das, was du denkst oder fühlst, nicht gut für dich ist. Das heißt, du bist permanent dabei, deine Impulse zu kontrollieren. Gefühle, Gedanken und so weiter. Du versuchst Disziplin zu erzwingen. Und wenn wir über Disziplin sprechen, möchte ich hier auch etwas ganz Wichtiges erwähnen. Das Gesetz der Anziehung oder auch das Gesetz der Annahme sagt oft, dass es im Prinzip das Gegenteil von Disziplin ist. Und häufig erwähnt es auch Disziplin als etwas Negatives. Sieht aber häufig selbst nicht, dass sie mit ihren Methoden und dass es eben Dinge gibt, die nicht gut wären, genau die Disziplin trotzdem erzeugt, die sie eigentlich als negativ darstellt. Der Unterschied ist einfach nur, dass die Disziplin jetzt weniger nach außen verlagert wird, du musst ins Tun kommen, du musst deine Routinen ändern und so weiter, sondern eher nach innen verlagert wird, du musst deine Gedanken ändern, du musst deine inneren Bilder ändern, du musst deine Gefühle verändern. Also es wurde einfach nur von der Außenwelt in die Innenwelt verlagert, aber es ist immer noch Disziplin notwendig, damit du deine Ziele erreichen kannst. Und das Ganze führt dann halt zu einem permanenten Dauerkampf. Und vielleicht bist du gerade zu diesem Video gekommen, weil du dich schon sehr lange in diesem Dauerkampf befindest. Und es satt hast, permanent in einem Art Unfrieden mit dir selbst zu sein und dich einfach auch sehnst und eine tiefe Sehnsucht hast, wie ein Nachhausekommen, endlich mit dir Frieden schließen zu können. Und dieses Video dient dazu, dass du genau das darfst. Und
Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Oder dass viele Menschen eben glauben, dass eine Kontrolle notwendig wäre, weil sie ein Problem sind. Das ist ja nicht aus dem Himmel gefallen, sondern das ist eine Annahme, die gerade in westlichen Ländern sehr, sehr stark verankert ist. Und die wir immer wieder anhand verschiedener Sprüche, die nichts unbedingt mehr mit dem Ursprung dieser Annahme zu tun haben, gespiegelt werden, wie ohne Fleiß kein Preis oder wer rastet, der rostet oder man muss ins Tun kommen und so weiter. Also immer, dass Selbstkontrolle notwendig ist, um halt erfolgreich im Leben zu sein und nicht das Falsche zu tun. Also jetzt die Frage, woher kam das Ganze? Und jetzt werden wir etwas mehr ausfahren, was notwendig ist, um erstmal zu verstehen, welche Dynamik dahinter ist. Du hast sicherlich schon was von dem Sündenfall gehört, der zum Beispiel im Christentum über viele Jahrhunderte hinweg gelehrt worden ist. Im Endeffekt ist der Sündenfall genau die Annahme, über die wir jetzt sprechen, nämlich die Annahme, dass du ein Problem bist, du bist ein Sünder und du musst halt immer dich selbst kontrollieren und manipulieren, um nicht das Falsche zu tun. Deswegen arbeitet die Bibel mit Moral, mit Pflichten und Dingen, die man auf jeden Fall nicht tun darf und Dingen, die man auf jeden Fall tun sollte, um ein guter Mensch zu sein, um in den Himmel zu kommen, um nicht in der Hölle zu landen. Das alles baut immer auf der Grundprämisse auf, dass etwas in dir nur darauf wartet, dein Leben an die Wand zu fahren oder das Leben der anderen zu gefährden. Und wenn du nicht achtsam genug in deinem Leben bist, wird genau das passieren. Deswegen musst du immer ein Auge nach innen richten, um achtsam und kontrolliert zu sein, während du mit dem anderen Auge deine Umgebung wahrnehmen darfst. Aber du musst halt immer gucken, dass du beides irgendwie unter deiner Kontrolle bringst. Bevor wir jetzt über den Sündenfall weiterreden, möchte ich ganz kurz über Überzeugungen und Annahmen sprechen. Nämlich über die Frage, wie funktionieren sie? Das ist etwas, was viele Menschen nicht wirklich wissen und das führt zu einigen Problemen, die wir in dieser Welt haben, die einfach lösbar wären, wenn mehr Menschen das verstehen würden. Eine Annahme bestätigt sich immer selbst. Wenn jemand die Annahme hat, dass der Klimawandel eine ganz große Lüge ist, dann werden seine Erfahrungen seine Annahme bestätigen und er wird auch nur Informationen wahrnehmen, die seine Annahme weiter füttern. Alle Gegenbeweise wird er automatisch ausblenden. Je länger er diese Annahme hat, desto extremer wird sie. Extreme Annahmen oder Extremismus entsteht eben gerade dadurch, dass jemand eine Annahme hat und je früher er diese Annahme hatte und je länger er diese Annahme hat, desto extremer wird sie. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Person, die glaubt, der Klimawandel ist real und wir alle sind einer großen Gefahr ausgesetzt. Er wird in seinen Erfahrungen genauso viele Beweise haben und auch mehr Informationen wahrgenommen haben, die der andere ausgeblendet hat, die seine These bestätigen. Jetzt gehen wir davon aus, wir nehmen diese beiden Personen und laden sie zu einem Podcast ein, damit sie darüber diskutieren können. Wenn beide davon ausgehen, dass sie Recht haben und der andere Unrecht hat, wird die Diskussion am Ende zu keinem Ergebnis führen, in den meisten Fällen. Erst wenn einer von beiden oder bestenfalls beide wissen, dass sie nur Annahmen haben, die sich auch in ihrem Leben immer weiter bestätigt haben, können sie Empathie zeigen. Sie können sich fragen, was wäre denn, wenn ich die Annahme des anderen, so lange wie er sie hat, auch gehabt hätte? Dann würde ich das, was er sieht, auch sehen. Es geht also nicht darum, wer hat Recht oder wer sieht die Wahrheit, sondern eher, man kann vielleicht manchmal auch sagen, zwischen zwei Annahmen irgendwo liegt die Wahrheit. Es geht eher um eine Annäherung, als eben vielleicht darum, sich gegenseitig zu bekriegen. Oder eventuell sind auch beide Annahmen richtig, weil es gar keine objektive Realität gibt, sondern nur subjektive Realitäten. Auch das ist ein Modell, das halt gerade in der Philosophie sehr häufig behandelt wird. Aber egal wie rum man es dreht, man darf nicht davon ausgehen, dass automatisch die eigene Annahme, egal wie viele Beweise man hat und egal wie sehr die Erfahrungen es widerspiegeln, automatisch Recht haben oder automatisch richtig sind. Wenn wir das jetzt auf den Sündenfall anwenden, deine Vorfahren waren vielleicht deutlich religiösere Menschen, als du es vielleicht heute bist. Und haben geglaubt, weil sie es auch so sehr stark gelehrt bekommen haben in ihrer Kultur, dass
sie Sünder sind und dass irgendetwas mit ihnen nicht stimmt und dass sie immer behutsam sein müssen, damit sie ein guter Mensch sind, sonst kommen sie in die Hölle. Diese Annahme haben sie sehr, sehr früh bekommen und die hat sich natürlich in ihren Erfahrungen auch immer weiter bestätigt. Oh, da habe ich aufgegeben, da habe ich jemanden mit Worten verletzt, da habe ich mir selbst ein Bein gestellt, es hätte besser laufen können. Sie sehen immer nur Bestätigungen ihrer Annahme, dass irgendetwas mit ihnen nicht ganz richtig ist, dass sie ein Problemfall sind, ein Sünder sind. Und je länger sie diese Annahme haben, desto extremer wird sie. Jetzt gehen wir davon aus, dass diese Vorfahren, also deine Vorfahren, irgendwann wohl Kinder bekommen haben. Wenn sie Kinder bekommen haben, haben sie diese Annahme ihnen vererbt. Das haben sie natürlich nicht bewusst getan, sondern dadurch, dass Kinder und vor allem Babys sehr viel über Beobachtung erstmal lernen, sehen sie natürlich, wie jemand sich verhält und dadurch wird die Annahme immer mehr vererbt. Das heißt, die Kinder haben jetzt auch angefangen, das Gleiche zu glauben wie die Eltern, aber mit einem Zusatz. Sie haben nicht die Annahme, wie die Eltern es am Anfang geglaubt haben, vererbt bekommen, sondern die Annahme, die sie jetzt haben, ist bereits die verhärtete Annahme, die sich im Laufe des Lebens ihrer Eltern entwickelt hat. Das heißt, sie bekommen eine verhärtete Annahme vererbt und nicht die originale Annahme, wie mal alles angefangen hat. Wenn jetzt die Kinder auch irgendwann Kinder bekommen, leben sie ja schon eine gewisse Weise mit der verhärteten Annahme, die sich noch mehr verhärtet und auch noch diese noch verhärtete Annahme wird dann an ihre Kinder vererbt. Über tausend von Jahren ist eine Annahme irgendwann so verhärtet und so extrem, dass Menschen sich gar nicht mehr vorstellen können, dass das mal wirklich nur mit einer Annahme, mit einer Überzeugung, mit einem Glauben, wie die Erde ist eine Scheibe, angefangen hat, sondern es wird so gelebt wie eine absolute Wahrheit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich in meinen Coachings die Aussage höre, das ist normal, das ist so, das macht jeder so. Solche Aussagen sind immer ein Hinweis dafür, dass wir eine tiefliegende Annahme gefunden haben, die so verhärtet ist, dass sie als eine absolute Wahrheit gelebt wird. Und solange eine Annahme als eine absolute Wahrheit gelebt wird, ist sie nicht veränderbar, weil es wird nie einen Grund geben, sie zu hinterfragen, weil man sich gar nicht eine Alternative vorstellen kann. Warum sage ich das? Einfach aus dem Grund, selbst wenn du vielleicht überhaupt mit Religion nichts mehr zu tun hast, und ich meine, statistisch gesehen gibt es immer mehr Atheisten, und du eigentlich glaubst, hey, wenn jemand von Sünde und Sündfall spricht, das interessiert mich gar nicht und daran glaube ich auch nicht, kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit aber garantieren, dass du Einflüsse dessen in deinen Annahmen trotzdem hast, ohne dass du es weißt. Auch wenn es sich vielleicht anders verbalisiert. Also du nicht sagst, ich bin ein Sünder, sondern sagst, irgendwas stimmt mit mir nicht oder ich muss mich kontrollieren, weil ich hatte das in einem meiner letzten Videos gesagt, ein Klassiker, der sozusagen als Ergänzung später dazu kam, ist der innere Schweinehund. Vor 500 Jahren haben die Menschen noch geglaubt, dass das Böse in ihnen schlummert, vielleicht irgendein Dämon sie in ihrer Kontrolle hat. Deswegen gab es sowas wie Exorzismus und so weiter. Davon würde heute kaum jemand mehr sprechen und wenn jemand davon spricht, wird er eher als verrückt angesehen. Aber nur weil davon keiner mehr spricht, heißt es nicht, dass es von der Welt ist, sondern es wurde einfach umgetauft. Es wurde etwas logischer und rationeller und weniger religiös gemacht, nämlich jetzt spricht man vom inneren Schweinehund. Und es gibt sicherlich noch unzählige andere Betitelungen dieser inneren Kraft in uns, die uns schaden will, die nur will, dass wir uns selbst ein Bein stellen. Also von daher, selbst wenn du sagst, ach nein, ich habe mit Religion nichts zu tun, wirst du anhand deiner Handlungen feststellen, dass du durchaus aber den Glauben noch hast, auch wenn du ihn anders ausdrücken würdest. Und genau diesen Sündenfall sehen wir auch in der Selbstoptimierung, beziehungsweise eben stark in der Selbsthilfe. Weil die meiste Literatur zur Selbstoptimierung, Selbsthilfe, und dazu zählt eben auch das Manifestieren, unter anderem auch die Schriften von Neville Goddard, er war nicht frei davon, ähm, ist eben, dass man dort eben sieht, dass es ja immer darum geht, okay, irgendetwas stimmt mit dir nicht und das musst du verändern, dann wird's besser. Wie gesagt, das können deine Gedanken sein, das können deine Handlungen, dein Verhalten an sich sein, wie in Verhaltenspsychologie häufig gelehrt wird. Es können deine Gefühle sein, es können deine Imaginationen sein, wie es beim Gesetz der Annahme eben häufig der Fall ist. Also irgendwo wirst du etwas finden, wo du sagst, das stimmt nicht und das muss geändert werden. Das ist der Grund, warum ich noch nicht finanziell frei bin. Oder das ist der Grund, warum ich noch nicht in der perfekten Partnerschaft bin.
Das Problem ist auch an der Sache, wenn die Annahme, die grundsätzliche Annahme, dass du ein Sünder bist oder dass irgendwas mit dir nicht stimmt, hast, dann wirst du immer irgendetwas finden. Selbst wenn nichts vorhanden ist, wirst du innerhalb deines Lebens etwas finden, wo du sagen kannst, das ist der Grund, warum ich mir nicht vertrauen kann. Warum? Weil du die Annahme hast und die Annahme sucht sich immer ihre Bestätigung. Andernfalls könnte sie nicht überleben. Sie muss sich selbst bestätigen, damit sie überleben kann. Selbst wenn du also eigentlich gar keinen Grund hast, wird diese Annahme dafür sorgen, dass du einen Grund hast. Selbst wenn du dann später, vielleicht sogar nach dem Video, wenn diese Annahme etwas zerfallen ist, siehst, was du alles als Grund angesehen hast, warum du dir selbst nicht vertrauen kannst. Es kann passieren, dass du über dich selbst anfangen musst zu lachen. So war es bei mir. Ich musste sehr häufig über mich selbst schmunzeln, was ich früher geglaubt habe, was der Grund ist, warum ich mir selbst nicht vertrauen darf. Weil mir dann offensichtlich wurde, dass das halt einfach ein Hirngespinst war, was mein Bewusstsein sich zusammengeronnen hat, damit eben die Annahme sich bestätigen kann. Und das findest du halt auch in der Manifestationsszene. In der Manifestationsszene ist das ebenfalls sehr, sehr stark involviert, weil die wenigsten von denen, die das Manifestieren kreiert haben oder nicht kreiert unbedingt haben, sondern erlernt haben und weiterlehren und vielleicht auch anpassen und weiterentwickeln, was ja an sich erstmal eine gute Sache ist immer dann problematisch zu sehen, wenn die Grundüberzeugung, auf die alles aufgebaut hat, also die Lehre, die sie erlernt haben und dann, was sie daraus machen, immer auf der Überzeugung aufbaut, dass der Mensch von Natur aus eher ein Problemfall darstellt. Weil das wird sich durch die gesamte Lehre ziehen, es wird sich durch die Art und Weise ziehen, wie jemand es lehrt und weiterverbreitet. Und anhand Beispiel von Neville Goddard. Neville Goddard wurde sehr, sehr religiös erzogen. Unter anderem wurde er sogar geschlagen, wenn er halt zum Beispiel gegen die Bibel verstoßen hat, also als wirklich moralisches Werk, was durchaus auch ein Grund sein kann, warum er so interessiert daran war, die Bibel als ein psychologisches Drama zu deuten, weil er eben unter echten Repressalien leben musste, während er eben in Barbados groß geworden ist. Und ähm, er hatte halt auch in seiner Lehre diese Grundüberzeugung. Es gab immer mal Lichtblicke, wo man gesehen hat, okay, er kommt so langsam in diese Phase, wo er diese Überzeugung auch hinterfragt, gerade gegen Ende, ist dann aber verstorben. Aber nichtsdestotrotz, gerade am Anfang seiner Lehre, auf die sich ja viele berufen, ist es halt einfach noch sehr stark involviert. Und das meine ich nicht als Kritik an der Person Neville Goddard, weil er konnte ja nichts dafür. Es ist eben einfach eine Annahme und wenn keiner mit dem Finger mal darauf zeigt und sagt, hey, vielleicht ist das nur eine Überzeugung und keine Wahrheit, kommt keiner darauf auf die Idee, das zu hinterfragen. So wie du bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht nie auf die Idee gekommen bist, es mal zu hinterfragen. Also das zugrunde liegende Narrativ, du kannst dir selbst nicht vertrauen. Es gibt immer irgendetwas, was nicht optimal gerade läuft. Immer. Und je intensiver diese Annahme ist, desto mehr wirst du gegen dich ankämpfen, desto unwahrscheinlicher wirst du wirklich viele Erfolge im Leben gehabt haben. Und wenn, wirst du sie vielleicht auch gar nicht als Erfolg zelebriert haben, sondern auch wieder sowas wie, ja, das wird sowieso irgendwann wieder gehen oder es ist zu schön, um wahr zu sein oder das war nur Glück, dass ich das geschafft habe. Also du wirst, also diese Annahme, sie ist so hartnäckig und bestätigt sich in deinem Leben so mannigfaltig. Das ist echt immens, wenn man das im Nachgang dann mal beobachtet. Jetzt kommen wir zu dem, was mein Kanal versucht weiter zu lehren. Es ist eigentlich nicht mal eine so radikal neue Art und Weise, wenn man in die letzten, sage ich mal, 50 Jahre zurückblickt. Seit ungefähr 50 Jahren gibt es auch in der Psychologie eine Strömung, die immer mehr diese Grundüberzeugung, dass der Mensch ein Problemfall wäre, in Frage stellt, bevor sie beginnt, eine Lehre zu entwickeln oder einen Therapieansatz zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist Carl Rogers. Carl Rogers hat die humanistische Psychologie, die personenzentrierte Psychologie begründet und eine seiner Beobachtungen war einfach, dass Menschen eine Lebenskraft, eine Aktualisierungstendenz in sich tragen, die immer darauf ausgerichtet ist, dass der Mensch sich selbst verwirklichen kann. Das heißt, er hat das Paradigma, dass die Natur des Menschen ein Problemfall sein könnte, umgedreht und hat erkannt, dass das gar nicht der Fall ist. Unter anderem hat er das dadurch herausgefunden, dass er Babys beobachtet hat oder auch
Welpen beobachtet hat, wie sie es schaffen, sich an ihre Umgebung anzupassen und sich weiterzuentwickeln, zum Beispiel das Laufen lernen, das Sprechen lernen, ohne schon mit der Annahme sehr stark im Kontakt zu sein, dass irgendetwas mit ihnen nicht stimmt, und sie sind wahre Meister im Lernen. Laufen lernen und Sprechen lernen sind neuronal gesehen mitunter die heftigsten Fähigkeiten, die du überhaupt im Laufe deines Lebens erlernen kannst, und die hast du schon sehr früh erlernt, wo du noch nicht so stark die Annahme hattest, dass du ein Problemfall wärst. Wir können davon ausgehen, wenn ein Baby oder ein Kind sehr, 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 sehr früh mit der Annahme in Kontakt kommt und sie aufnimmt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, viele Menschen das Laufen nie so gelernt hätten, wie sie es jetzt beherrschen. Vielleicht gibt es da sogar Fälle von, weil sie schon bei den ersten Fehlern im Prinzip kurz vorm Aufgeben waren, weil sie permanent gedacht hätten, sie müssten sich kontrollieren und irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Also, Carl Rogers ist einer, der eben, sage ich mal, relativ intensiv das verfolgt hat. Er ist später im Laufe seines Lebens auch in die metaphysische Welt gegangen und hat nicht nur von einer Lebenskraft oder Selbstverwirklichungstendenz gesprochen, sondern auch von einer Strukturtendenz, die das gesamte Universum durchzieht, weil was Carl Rogers erkannt hatte und was ich auch eben dann immer mehr erkennen durfte, ist, diese Tendenz ist ja nicht nur bei den Menschen, sie ist bei jedem Lebewesen, ist sie vorhanden. Also auch in einem Baum, in einem Grashalm, in einer Ameise oder eben bei einem Hund. Sie ist überall da. Jedes Lebewesen ist von Natur aus auf seine Selbstverwirklichung ausgerichtet. Und bevor du jetzt sagst, ja Kevin, das kann ja gar nicht sein, weil, denke bitte, was ich vor 10 Minuten gesagt habe über Annahmen. Wenn diese Annahme sehr viel Widerstand bei dir auslöst, lass diesen Widerstand ruhig da. Das bedeutet nicht, dass deine Annahme richtig ist und meine falsch ist, sondern dass du aufgrund deiner Annahme Erfahrungen gemacht hast, die dem halt widersprechen. Und diese gleichen oder ähnlichen Erfahrungen habe ich in meinem Leben auch gemacht, solange ich die Annahme hatte, dass ich mir selbst nicht vertrauen kann. Erst in den letzten 5 Jahren, nachdem diese Annahme Stück für Stück immer mehr zerfallen ist, konnte ich erkennen, dass das, was ich damals geglaubt habe, gar nicht stimmig ist. Und ich sehe jetzt von Tag zu Tag immer mehr Beweise, dass ich mir hätte auch damals nicht nur mehr hätte vertrauen können, sondern dass ich mir tatsächlich vertraut habe, aber im Nachhinein mir eine Geschichte erzählt habe, die sagt, ich darf mir nicht vertrauen. Es gab aber auch noch andere. Abraham Maslow war auch jemand, der davon gesprochen hat, dass Selbstverwirklichung ein natürlicher Antrieb ist. Auch er ging später dann mehr in die Metaphysik und auch eine andere Lehre, und hier vielleicht auch ganz interessant. Ähm, Gerade in westlicher Tradition ist es sehr stark verbreitet, eben aufgrund des Christentums, aber auch im Islam aus meiner Sicht ist es stärker vertreten, dass eben Selbstkontrolle, Pflichten, Moral notwendig ist, weil der Mensch nicht von Grund auf ein gutes Wesen ist. Es gibt aber auch andere Strömungen, gerade in der fernöstlichen Tradition. Es gibt in China die Lehre von Konfuzius, die auch eher so Richtung Pflichten, Moral, der Mensch ist nicht von Grund auf ein gutes Wesen geht. Aber dann gibt es auch eine Strömung, die, sage ich mal, von der Unschuldbehauptung oder Vermutung ausgeht. Und das ist zum Beispiel der Daoismus. Der Daoismus geht nicht davon aus, dass der Mensch ein Sünder ist, sondern sogar so weit, dass die Natur des Menschen perfekt ist und dass eben der Glaube, dass sie nicht perfekt wäre, gerade zu den Problemen in seinem Leben führt, die er dann als Grund und als Beweis nimmt, dass wirklich mit ihm etwas nicht stimmt. Also nur, um das einfach mal mit reinzubringen, es gibt auch religiöse Traditionen, die aber, das muss man auch dazu sagen, gerade beim Daoismus, der Daoismus ist dann sehr oft von Menschen aufgegriffen worden, die dann aber doch mit der Annahme in Kontakt gekommen sind und sie vermittelt bekommen haben, dass mit dem Menschen etwas nicht stimmt. Und dann hat sich natürlich der Daoismus auch immer mehr in diese Richtung verändert, weil es gibt natürlich auch daoistische Strömungen, die von Moral und Pflichten sprechen, und sehr, sehr stark auch auf Rituale setzen. Und aus meiner Sicht ist da dann halt auch einfach wieder sehr stark die Annahme, dass doch wieder irgendetwas nicht stimmt, so hineingerutscht. Also ich merke das auch bei mir zum Beispiel in in den letzten Jahren, dass es natürlich immer so ein schmaler Grat ist, weil die Annahme wird dir in deiner Welt, selbst wenn du
sie kennst und losgelassen hast oder viel weit losgelassen hast, wird sie dir halt noch sehr häufig in deiner Welt gespiegelt. Und somit ist natürlich immer die Chance da, dass man dann phasenweise doch wieder mehr in diese Richtung geht. Also ich habe das gemerkt vor ein paar Jahren, dass ich dann halt, da habe ich mich dann wieder so in Selbsthilfe hineingestürzt, habe wieder sehr viel auch teilweise Neville gelesen und andere, und wo es immer um Verbesserung ging und Optimierung und so weiter. Und bis mir aufgefallen ist, dass ich mich wieder so in die Richtung bewegt habe, von der Grundüberzeugung ausgehend, dass mit mir etwas nicht ganz richtig ist. Ja, also das kann passieren, ist aber auch nicht weiter schlimm, weil schlussendlich aufgrund der Selbstverwirklichungstendenz ist das einfach ein notwendiger Schritt, um noch mehr Erkenntnisse über sich selbst zu gewinnen. Um jetzt diese Selbstverwirklichungstendenz, die jeder von uns hat und warum unsere Natur immer gut für uns ist, um das sehr deutlich für dich darzulegen, möchte ich über das Wollen sprechen. Grundsätzlich, ohne Wollen gibt es keine Handlung. Dein Bewusstsein ist im Normalfall, also im Statusfall, ruhend. Du kannst dir das vorstellen wie ein spiegelglatter Ozean, wo keine Bewegung ist. Es gibt keinen Wind, es gibt keine Bewegung, einfach das Wasser ist spiegelglatt. Das ist absolut ruhendes Bewusstsein und der Startpunkt unserer Reise gewesen. Es gibt tibetische Mönche, die das sogar als Ziel nehmen und sich so sehr in Meditation vertiefen, dass mehr als ihre körperlichen Funktionen gar nicht mehr vorhanden ist. Also keinerlei Handlung, sie stehen nicht auf, sie trinken nicht mal was. Es gibt Berichte von Mönchen, die über Jahrzehnte nichts gegessen, nichts getrunken haben, aber sie haben immer noch Lebensfunktionen. Sie sind in einem absolut ruhenden Bewusstsein. Was bringt Bewusstsein aber vom Ruhemodus in den Aktionsmodus? Also was bringt das Bewusstsein in Bewegung? Das ist dein Wollen. Dein Wollen ist der Impuls, der dein Bewusstsein in Wallung bringt. So ähnlich wie ein Beben im Ozean plötzlich dazu führt, dass der spiegelglatte Ozean Wellen schlägt und sehr turbulent wird. Dieser Impuls kommt aus den Tiefsten deiner selbst. Das ist Wollen. Und erst wenn dieser Impuls da ist, kann eine Handlung ausgeführt werden. Ein Psychologe hat mal versucht, die kürzeste Definition von Motivation herzuleiten. Da gab es so einen wissenschaftlichen Bericht, vielleicht finde ich den, dann verlinke ich euch den nochmal. Jetzt fällt mir auch sein Name gerade ein, das war Roy Baumeister, der eben versucht hat, die kürzeste Definition herzuleiten, der selber eben in diesem Forschungsgebiet auch sehr aktiv ist. Und am Ende seiner Abhandlung ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass die kürzeste Definition von dem Wort Motivation ist: Wanting is Motivation. Wollen ist Motivation. Das ist die kürzeste Definition. Motivation, das Wort, stammt vom altlateinischen Wort motivare ab. Und dieses Wort bedeutet von innen heraus bewegt werden. Das heißt, was ist Motivation? Motivation ist das, was dich von innen heraus bewegt, etwas zu tun. Und Wollen ist diese Motivation, es ist dasselbe. Das heißt, dein Wollen ist das, was dein Bewusstsein in Bewegung bringt. Und das, was bewegtes Bewusstsein ist zum Beispiel deine Gedanken. Deine Gedanken sind bewegtes Bewusstsein. Deine Gefühle sind bewegtes Bewusstsein. Deine inneren Bilder, deine Träume nachts sind bewegtes Bewusstsein. Und deine Handlungen natürlich als Konsequenz sind bewegtes Bewusstsein. Und die Welt, die sich dadurch manifestiert, ist natürlich auch bewegtes Bewusstsein. Aber je weiter es, sage ich mal, vom Ursprung, also von dem Impuls des Wollens entfernt ist, desto zeitverzögerter passieren die Anpassungen. Deswegen habe ich schon mal in einem Video gesagt, bedenke immer, die Außenwelt passt sich zeitverzögert an. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass deine Natur eine selbstverwirklichende Tendenz hat, dann spiegelt sie sich in allem wider, was in dir passiert und was um dich herum passiert, weil alles bewegtes Bewusstsein ist. Das heißt, jeder Gedanke hat diese Tendenz oder trägt diese Tendenz schon in sich selbst. Jedes Gefühl tut das, jedes innere Bild tut das. Alles, was auf natürliche Weise in dir und um dich herum passiert, trägt diese Tendenz in sich. Das bedeutet nicht, und davor warne ich jetzt mal, dass du jetzt alles, was in deinem Leben passiert, gutheißen musst. Das ist nicht das, was ich sage.
sondern die Art und Weise, wie du auf einen Umstand reagierst und wie du darüber denkst und wie du dich darüber fühlst und was du dann als Konsequenz tust, ist absolut perfekt und bedarf keiner Änderung, keiner Optimierung, weil die Tendenz deiner Natur bereits perfekt darauf ausgerichtet ist. Das heißt, der Unterschied zwischen vielleicht meiner Lehre, die ich versuche, euch näher zu bringen, und der grundsätzlichen Lehren, die weit verbreitet sind, ist einfach, dass ich nicht davon ausgehe, dass es einen Eingriff deinerseits benötigt, dass du deine Ziele erreichst. Sondern ich behaupte sogar, dass es sein könnte, dass du deine Ziele deswegen nicht erreicht hast, weil du geglaubt hast, du müsstest eingreifen, und je intensiver du eingegriffen hast und je mehr du geglaubt hast, dass du eingreifen musst, desto mehr haben sich deine Ziele ähm, verlagert, und du hast vielleicht immer mehr auch das Gefühl gehabt, das Gegenteil trifft ein. Wo man natürlich auch erwähnen muss, dass die Annahme, dass etwas mit mir nicht stimmt, mir natürlich das alles auch nochmal viel intensiver so scheinen lässt, auch wenn es vielleicht gar nicht so intensiv ist. Dieses Zusammenspiel zwischen meiner Annahme und dass ich halt dann die ganze Zeit eingreife, fühlt sich dann halt so an, als würde ich in die entgegengesetzte Richtung laufen. Und was meine Aussage ist, dass dass diese Annahme das eigentliche Problem ist. Und wenn wir diese Annahme zerlegen und wenn wir uns von dieser Annahme trennen können und wenn du vielleicht mit dem Gesetz der Annahme schon Kontakt hattest, geht es ja gerade beim Gesetz der Annahme darum, die Annahmen zu wählen, die dich im Leben voranbringen und vor allem die Qualität deines Lebens erweitern. Kannst du dich dazu entscheiden, diese Annahme zu erkennen? Es ist auch eher eine Einsicht. Es geht nicht darum, dass du mir jetzt einfach glaubst. Es geht darum, dass du für dich immer mehr Referenzerlebnisse in deinem Leben erkennst. Und das wird kommen. Wenn du dir dieses Video bis zum Ende anschaust, wird das automatisch kommen. Weil immer wenn eine Annahme, die als eine Wahrheit gelebt wurde, durch solch ein Video zum Beispiel wieder zu einer Annahme wird, also etwas, was nicht stimmen muss, wird dein Gehirn, und da sind wir wieder bei der Selbstverwirklichungstendenz deiner Natur, dafür sorgen, dass am Ende die Annahme sich transformiert zu der Annahme, die für dich besser ist. Das passiert einfach. Also da gibt es nichts, was du tun musst, weil auch hier alles geschieht. Es reicht, es zu hören und es vielleicht auch zweimal oder dreimal zu hören, oder wenn du merkst, dass du wieder in die alte Annahme gehst, es dir vielleicht auch ein viertes Mal anzuhören. Das ist ausreichend. Also zusammenfassend, wir haben die Natur des Menschen, die Aktualisierungstendenz, ich nenne sie Selbstverwirklichungstendenz. Wir haben das Wollen als Impuls, was das ruhende Bewusstsein in Bewegung setzt, und Imagination ist aktives Bewusstsein. Von daher, das Wollen ist das, was das ruhende Bewusstsein zur Aktion bringt. Daraus entstehen Gedanken, innere Bilder, Gefühle, die alle diese Tendenz, ein Ausdruck dieser Tendenz sind, und dann Handlungen und aus den Handlungen dann die Manifestationen. Bedeutet, jede Handlung hat einen Ursprung und dieser Ursprung ist immer das Wollen. Wenn man noch weiter geht, ist natürlich der Ursprung die Natur, die über das Wollen zu dieser Handlung führt. Aber kein Wollen, keine Handlung. So einfach ist das. Ohne Wollen keine Handlung. Die einzige Ausnahme sind Reflexe, wenn dein Onkel Doktor dir aufs Knie haut. Aber ansonsten keine Handlung ohne ein Wollen. Der Fehler liegt nicht im Impuls, der Fehler liegt nicht bei dir. Also der Grund, warum du noch nicht hast, was du willst, liegt nicht bei dir, weil du konntest ja diese Annahme überhaupt nicht sehen. Du hast sie vererbt bekommen. Welche Gründe das auch hat, vielleicht sind es metaphysische, spirituelle Gründe, vielleicht sind wir alle auf einer Reise, machen alle diese Erfahrungen, um im Bewusstsein uns weiterzuentwickeln, spielt aber für dieses Video erstmal eine untergeordnete Rolle. Wenn ich mal ein Video über die metaphysische Sicht meiner Dinge machen soll, kannst du mir das gerne in den Kommentaren schreiben, dann kann ich mir da was überlegen. Aber jetzt geht es einfach erstmal darum, dir aufzuzeigen, wie das Ganze in der Praxis läuft. Also zum Beispiel, du hast ein Ziel, das du unbedingt haben möchtest, oder du kommst mit dem Gesetz der Annahme in Kontakt und sagst, oh ja, ich sollte jetzt mehr meinen Wunsch als bereits erfüllt imaginieren, damit sich mein Ziel erfüllt. Und dann merkst du, du hast das gehört, du hast das in Büchern gelesen, aber es passiert nichts. Also irgendwie fehlt dir die Motivation. Jetzt kommt plötzlich der Gedanke, ich sollte aber motiviert sein. Ich habe doch gesehen, das muss ich tun. Da gibt es doch Erfolgsgeschichten und dann kann ich endlich meinen Traum leben. Warum tue ich das denn nicht?
Der einfache Grund, warum du es nicht tust, ist, weil deine Natur noch nicht entschieden hast, dass das getan werden soll und das aus guten Gründen, die besser sind, als es einfach zu tun, ohne dass der Grund vorhanden ist. Also Konflikte entstehen niemals durch Impulse, sondern durch die Bewertung der Impulse. Erst wenn du glaubst, dass ein Gedanke negativ ist, entsteht dieser innere Konflikt. Du kannst aber erst glauben, dass ein Gedanke negativ ist, wenn du zuvor davon ausgegangen bist, dass deine Natur ein Problemfall ist. Weil dein Gedanke ist auf natürliche Weise entstanden. Und wenn etwas auf natürliche Weise entsteht und du sagst, es wäre negativ, und wenn wir das Wort negativ benutzen, meinen wir damit, es ist unseren Zielen nicht förderlich, unserem Glück nicht förderlich, dann gehe ich davon aus, dass meine Natur nicht daran interessiert ist, dass ich glücklich bin. Und damit mache ich sie zu einem Problemfall. Und der Sinn und Zweck ist eben anzuerkennen, dass das halt nicht der Fall sein kann. Man kann das auch so ausdrücken, es gibt keine negativen Gedanken. Die existieren nicht. Es gibt keine negativen Gefühle. Ich hatte Menschen in meinem Coaching, die gesagt haben, ich habe den und den Gedanke. Und der ist absolut negativ. Und nachdem sie aber immer mehr die Einsicht über ihre wahre Natur hatten, haben sie auch erkannt, dass dieser Gedanke sie niemals schaden will. Und was dann passiert ist, sie waren einfach einverstanden mit dem Gedanken und das war gerade das, was diesen Gedanken transformiert hat nachhaltig. Also oft ist es halt einfach genau dieser Kampf gegen etwas, was das in unserem Bewusstsein hält, obwohl es schon das Potenzial zur Veränderung hat. Anhand der Motivation mal das Problem. Warum können wir Motivation nicht erzwingen? Zum Beispiel, du willst etwas anwenden und du merkst, du wendest es nicht an. Vielleicht eine Technik, eine Methode, von der du gehört oder gelesen hast. Der Grund, warum du es nicht umsetzen kannst, ist einfach, oder warum es sich nicht in eine Handlung umsetzt, ist, weil du noch nicht das Wollen hast, beziehungsweise das Wollen noch nicht die Intensität hat, damit es zu einer Handlung sich manifestieren kann. Natürlich ist schon ein Wollen vorhanden, weil du denkst ja darüber nach und auch das ist ja ist bewegtes Bewusstsein und der Impuls ist ein Wollen. Aber das Wollen hat noch nicht eine Intensitätsschwelle erreicht, damit es eben auch in eine Handlung sich umsetzt. Und deine Natur weiß ganz genau, warum das so ist. Es ist besser für dich. Es wäre jetzt nicht ratsam für dich, es schon umzusetzen. Es ist besser, gerade es für dich nicht umzusetzen. Aber du glaubst dir nicht und du vertraust dir selbst nicht und deswegen siehst du das als ein Problem. Jetzt ist nicht nur das Problem, dass du es nicht umsetzt, sondern das Problem ist, warum du es nicht umsetzt. Das heißt, du willst vielleicht eine Veränderung, aber du hast das Wollen nicht. Also glaubst du, ich sollte dieses Wollen haben oder ich sollte motivierter sein. Und ehe du dich versiehst, bist du dann in einem inneren Konflikt mit dir selbst. Wenn wir über diesen inneren Konflikt sprechen, manifestieren ist eigentlich ein Spiel mit Ressourcen und mit Energie. Je mehr Energie ich in ein Ziel im Prinzip kanalisieren kann, desto wahrscheinlicher ist die Manifestation. Wenn ich aber darin beschäftigt bin, mehr oder weniger, den halben Tag oder sogar fast den ganzen Tag, sehr viel Energie darin zu investieren, mich zu reparieren, mich erstmal auch zu beobachten. Selbstbeobachtung kostet sehr viel Ressourcen. Ich bin ständig dabei, mich selbst zu beobachten und wenn ich dann halt irgendwas sehe, was mir nicht gefällt, muss ich es ja auch noch ändern. Und wenn das nicht funktioniert, erhöhe ich den Einsatz und dann funktioniert es vielleicht immer noch nicht und dann erhöhe ich den Einsatz immer mehr. Das ist unglaublich viel Energie, viele Ressourcen, die darin investiert werden, die halt dann natürlich an anderer Stelle fehlen. Was wäre, wenn das alles von dir fallen würde? Wenn du anerkennst, dass deine Natur von Grund auf deine Verwirklichung, Selbstverwirklichung ausgerichtet ist, was ja deine Wünsche beinhaltet, die kommen ja auch von dort, und du nicht die ganze Energie darin investierst, gegen dich selbst anzukämpfen. Wo könntest du dann schon sein? Also was wäre dann schon bis heute möglich gewesen und was ist vielleicht dann in den nächsten 2, 3 Jahren möglich? Wenn diese gesamte Energie, und das ist sehr viel Energie, die wir dann frei zur Verfügung haben, wir fühlen diese Energie auch. Wenn du mal für einen ganz kurzen Moment davon ausgehst, dass du perfekt bist, so wie du bist, und dass du nie wieder an dir arbeiten musst, wie fühlst du dich dann? Viele sagen, sie fühlen sich dann lebendig. Der Grund, warum sie sich lebendig fühlen, ist, weil sie plötzlich merken, wie viel Energie frei wird, die sich jetzt in ihre Ziele kanalisieren kann. Wir fühlen uns lebendig. Und wenn wir uns lebendig fühlen,
ist das ein neues Leben mit ganz neuen Resultaten. Warum Menschen trotzdem kämpfen. Frustration, Erschöpfung, Widerstand und dann ein Moment der Erkenntnis. Also, es fängt halt mit dem Kontrollversuch an, den hatten wir jetzt. Der Mensch kämpft gegen sich selbst aufgrund der Annahme, dass er sich selbst nicht vertrauen kann. Das führt zur Erschöpfung. Der Kampf zermürbt, er löst nichts, er kostet sehr viel Energie. Und dann zu der Erkenntnis, Kampf funktioniert nicht, Vertrauen beginnt. Das ist normalerweise so, wie man sagen könnte, dass es funktioniert. Selbst wenn du trotzdem noch nach diesem Video mit dir selbst kämpfst, bedeutet das nicht, dass du gegen diese Tendenz gehen kannst. Also das ist auch der Unterschied zwischen mir und zum Beispiel der humanistischen Psychologie von Carl Rogers. Carl Rogers ist noch davon ausgegangen, dass man mehr oder weniger diese Aktualisierungstendenz blockieren kann. Ich bin nicht der Meinung, dass es überhaupt möglich ist, sie zu blockieren, beziehungsweise das Blockieren selbst kommt auch schon von dieser Tendenz, beziehungsweise von meiner Natur. Es ist einfach nur so, dass es mehrere Wege zum gleichen Ziel gibt. Es gibt den Weg, und das war mein Weg, dass ich so lange mit mir selbst kämpfe, bis ich nicht mehr mit mir selbst kämpfen kann. Und dann eben anfange, viele Dinge in Frage zu stellen. Das war mein Weg. Dann gibt es aber auch den Weg, dass man eben jemanden kennenlernt oder ein Buch liest oder ein Video sieht, das einem diese Erkenntnis, weil er sie selbst vielleicht durch diesen Prozess schon gemacht hat, durch das Kämpfen, abnimmt. Das ist Fortschritt, ne? Wir müssen ja nicht zum Beispiel nochmal von Grund auf alle Schritte durchgehen, um ein Flugzeug zu entwickeln, sondern wir können auf das, was schon vorhanden ist, zugreifen und es weiterentwickeln. Und so ist es eben auch. Durch die Erkenntnis hast du die Möglichkeit, eben jetzt in diesen Zustand schon früher zu gehen und die Annahme loszulassen und hast nicht mehr, oder es ist jetzt für dich nicht mehr notwendig, wie in meinem Fall, dass du erst durch diesen Dauerkampf noch weitere 10 Jahre gehst. Für mich aber persönlich als Coach ist es auch sehr befreiend, weil wenn jemand in meinem Coaching ist und am Ende des Coachings immer noch daran festhält, dass er gegen sich kämpfen muss oder dass er für Dinge kämpfen muss oder dass er positiv imaginieren muss oder im Zustand des bereits erfüllten Wunsches permanent sein muss, dann ist es nicht, dass er dadurch sich selbst blockiert, sondern er geht einfach den anderen Weg. Er geht den Weg, den ich auch davor gegangen bin, und er ist eben noch nicht bereit für den anderen Weg. Warum auch immer und welche vielleicht größeren Gründe das ganze Zusammenspiel hat, aber er ist dann noch nicht bereit dafür. Ich weiß aber, er wird zu seiner Zeit zur selben Erkenntnis kommen. Er wird halt einfach noch ein paar Jahre kämpfen müssen. Vielleicht kommt er dann zurück. Auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass sie dann ein paar Jahre später zurückgekommen sind und gesagt haben, ey Kevin, das, was du damals gesagt hast, das stimmt ja. Das war ja richtig, ich habe es einfach noch nicht sehen können. Ich brauchte noch mal 3 Jahre inneren Kampf und innere Konflikte, bevor ich das erkennen konnte. Also wenn du Coach bist und du vielleicht sogar vorhast, in eine ähnliche Richtung dich zu entwickeln, kann es sehr befreiend sein, weil du bist vom Ergebnis nicht mehr abhängig. Natürlich bist du bestrebt, dass derjenige zu der Einsicht kommt und du hilfst ihm mit zum Beispiel Fragen, damit er selbstständig zu dieser Einsicht gelangt. Aber es ist für dich nicht mehr abhängig, dass er es auch wirklich schafft, weil wenn nicht, wird er trotzdem das Ziel erreichen, aber er geht dann über den Weg, über den du vielleicht schon gegangen bist. Ne? Grundsätzlich, abschließend, was kann man sagen? Die Grundannahme dieser Theorie ist, du hast eine selbstverwirklichende Natur. Der Mensch wächst von innen heraus. Und Wollen ist der Ursprung des Ganzen, weil Wollen ist das, was dein Bewusstsein in Bewegung setzt, und bewegtes Bewusstsein manifestiert sich als Impulse, Gedanken, Gefühle, innere Bilder. Und weil diese Tendenz natürlich dann in all dem enthalten sein muss, kannst du nicht negativ denken. Jeder Gedanke, um es überspitzt zu formulieren, den du hast, ist positiv. Selbst wenn du den Gedanken hast, du willst deinen Nachbarn einen überziehen, ist es erstmal ein positiver Gedanke. Die Angst, die du hast, ist, wenn du anerkennen würdest, dass es ein positiver Gedanke ist, weil er eben von deiner Natur kommt, wäre, dass du glaubst, nur deswegen handelst du jetzt darauf basierend. Also hast du dann Angst, du könntest handeln, wie du eigentlich nicht handeln willst. Und das wäre wieder eine Widerlegung dessen, dass deine Natur gut ist. Weil deine Natur kann nicht gut für dich sein, wenn sie dich dazu bringt, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Nur weil du einen Gedanken oder ein Gefühl als positiv ansiehst, heißt das nicht, dass dieser Gedanke manifestiert wird oder dass dieser Gedanke halt niemals geht. Viele Menschen verwechseln
Akzeptanz mit aufgeben. Akzeptanz bedeutet nicht aufgeben. Akzeptanz bedeutet einfach nur, dass du anerkennst, dass du kein Problemfall bist, dass alles, was von dir kommt, dir dazu dient, dich immer weiter zu verwirklichen und du eben keine Angst haben brauchst, dass du jemals gegen deinen eigenen Willen handeln könntest, weil das unmöglich ist. Das ist im Prinzip die Erkenntnis. Wie gesagt, grundsätzlich Bewertungen erzeugen den Konflikt, wobei man da halt sagen muss, es sind nicht Bewertungen an sich. Ich meine, diese Lehre gibt es auch, dass man halt einfach nichts mehr bewertet, alles ist neutral. Aber eigentlich geht es nicht um Neutralität hier. Hier geht es wirklich darum anzuerkennen, dass alles, was ist gut. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ob ich sage, alles ist gleichmäßig oder ob ich sage, hey, alles, was von mir kommt, ist gut. Wichtig auch ist natürlich, dass das nicht nur für dich gilt, das gilt für alle anderen Menschen in deinem Leben genauso. Also das Zusammenleben und die zwischenmenschlichen Beziehungen werden umso tiefer und umso wertvoller, je mehr man eben anerkennt, dass man selbst ein gutes Wesen ist, weil man dann automatisch natürlich das in seine Welt spiegelt und das bei anderen Menschen genauso wahrnimmt. Du wirst immer mehr positive Eigenschaften bei den Menschen auch feststellen, wo du sie vielleicht nie gesehen hast und deine Wahrnehmung immer nur auf negative Eigenschaften sich fokussiert hat. Dein größter Verbündeter ist genau der Teil von dir, dem du vielleicht noch bis jetzt am wenigsten vertraust. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn du vielleicht einen gewissen Wahrheitsgehalt erkennst und vielleicht auch selber immer mehr siehst, dass du dir eigentlich nicht im Weg stehen kannst und dass die Beweise, die du hast, eigentlich nur ein Beweis dafür sind, dass du etwas anderes geglaubt hast und sich diese Annahme in deinem Leben bestätigt hat, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn es immer noch Fragezeichen in deinem Kopf gibt, dann wäre das Beste für dich auch, dass du es gleich mir sagst und auch in die Kommentare schreibst, damit ich in einem anderen Video darauf zugreifen kann. Bevor du einfach jetzt mit Fragezeichen aus diesem Video gehst und ja, es dann einfach wieder vergisst oder die Fragen dazu führen, dass du an deiner Annahme, dass vielleicht doch etwas mit dir nicht stimmt, festhältst. Ich meine, frei bist du dazu und du kannst das auch tun. Und wie ich gesagt habe, am Ende gehen wir alle den gleichen Weg. Wir stehen alle auf derselben Leiter, nur auf unterschiedlichen Stufen. Aber wenn du Fragen hast und wirklich weiterkommen möchtest, in dem Sinne, dass du wieder zurückfindest, nach Hause findest, kann man sagen, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich wünsche dir jetzt natürlich einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen.